Ich beginne meine Reise mit italienischem Flair und besuche Bergamo. Anschließend packe ich meinen Rucksack und bereite mich vor für den Sentiero del Orobi Oriental. Zum Start meiner Tour auf diesem Fernwanderweg fahre ich nach Valcanale in die Bergamascher Alpen. 6 Tage werde ich in den Bergen unterwegs sein, grandiose Aussichten genießen, anspruchsvolle Passagen bewältigen, Bergbewohner treffen, Bergseen erkunden und atemberaubende Stimmungen erleben. Anschließend freue ich mich auf Eindrücke aus Clusone, genieße die Sommerfrische am Lago di Seo und auf der Insel Monte Isola. Bergamo zählt zu den schönsten Städten Norditaliens. Die Città Alta von Bergamo, die historische Oberstadt, liegt auf einem Hügel, der zu den ersten Erhebungen zwischen der Poebene und den Alpen liegt. Mit 380 Meter Höhe liegt sie 85 Meter höher als die Città Bassa, die Unterstadt. Eine Standseilbahn zwischen Unter- und Oberstadt stellt ein beliebtes Verkehrsmittel für Einheimische und Touristen dar. Die Bahn wurde im Jahr 1887 erbaut. Man wollte wirtschaftlich wieder auf Augenhöhe dastehen können mit der modernen, sich expandierenden Unterstadt. Das Zentrum der Altstadt bildet die Piazza Vecchia mit dem mittelalterlichen Rathaus Palazzo della Ragione, dem Palast der Vernunft und dem Stadtturm Torre Civica. Hier war über Jahrhunderte hinweg das repräsentative Zentrum der Stadtverwaltung. Der berühmte Architekt Le Corbusier soll angeblich die Piazza Vecchia als einen der schönsten Plätze der Welt bezeichnet haben. Man sagt, Bergamo wäre die Heimat der besten Polenta. Zubereitet mit Taleggio, einem regionalen Alpkäse, ist sie ein Genuss. Die historische Oberstadt ist vollständig mit einer venezianischen Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert umgeben. Seit 2017 ist sie UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als beispielhafte venezianische Verteidigungsanlage. Entspannt lasse ich den Abend ausklingen mit einem Spaziergang hinunter in die Unterstadt. Ausgehend von der Oberstadt überwindet eine zweite Standseilbahn weitere 90 Höhenmeter und führt von der Oberstadt auf den Hügel San Vigilio. Dort hat man eine großartige Aussicht auf die Altstadt, die Unterstadt und weit in die Poebene bis nach Mailand. Auch hier oben lässt es sich in angenehmer Atmosphäre speisen. Dann folge ich einem Rundweg. Und schließlich führen mich schöne Gassen und viele Treppen wieder hinunter.
Der Sentiero del Orobi Oriental ist ein alpiner Fernwanderweg in den Südalpen. Er liegt in den Bergamasca Alpen westlich vom Gardasee und nördlich von Bergamo. Beginnend in Val Canale führt mich mein Weg über 5 bewirtschaftete Berghütten: das Refugio Gemelli, Refugio Fratelli Calvi, Refugio Baroni al Brunone, Refugio Lago di Cocca und das Refugio Curo. Die 6. Hütte, das Refugio Albani, lasse ich wegen schlechten Wetters aus. Der in den 50er bis 70er Jahren errichtete Fernwanderweg führt durch eine wilde und raue Landschaft mit eindrucksvollen Ausblicken. Der Weg ist oft exponiert, es gibt steile Kare mit Geröll und immer wieder kleine Klettereinlagen. Besonders anspruchsvoll ist die Passage zwischen Refugio Baroni al Brunone und Refugio Lago di Cocca. Sie hat im Abstieg eine lange Passage in einem stetigen Auf und Ab in ausgesetzten Kletterstellen. Die Orientierung kann anspruchsvoll werden, beispielsweise wenn Nebel aufkommt. Und selbst im August ist mit Schneefeldern zu rechnen. Auch wenn die Passage zwischen Refugio Brunone und Refugio Cocca umgangen werden kann, bleibt der Weg oft exponiert und es müssen immer wieder kleine Kletterstellen überwunden werden. So sind absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auf dieser Tour Voraussetzung. Nach 2,5 Stunden Aufstieg komme ich jetzt hier in die Wolken und es wird ordentlich neblig. Nach dem Grat bin ich jetzt aus dem Nebel herausgekommen und bin jetzt hier am Lago Gemelli und im Hintergrund an der Staumauer sieht man auch das Refugio Gemelli. Nach dem Aufstieg zum Refugio Gemelli plane ich am nächsten Tag die Besteigung des Pezzo Becco am Lago Colombo. Anschließend führt mich mein Weg zunächst zurück zum Refugio Gemelli und dann weiter zum Refugio Calvi. Es ist der nächste Morgen am Refugio Gemelli und ich habe beschlossen, bevor ich weitergehe zum Refugio Calvi, den Pezzo Becco zu besteigen. Das wird ungefähr so 4 bis 5 Stunden dauern, bis ich zurück bin am Refugio Gemelli. Und jetzt bin ich auf dem Weg. Guten Morgen. Magst du vorbeigehen? Guten Morgen.
So, nachdem ich mich beim Aufstieg gründlich verstiegen habe und den Pfad nicht mehr gefunden habe, habe ich mich jetzt umentschieden und statt Gipfel gibt es heute ein Bad im schönen See hier. Fühlt sich nach Gletscherwasser an.